Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wundert euch nicht, es ist gerade hier live aus dem Stream. Wir sind hier am Start. Ich bin hier am Ende meines 24-Stunden-Livestreams und es war absolut heftig gewesen. Die letzte Stunde ist jetzt gerade angebrochen und ich bin jetzt seit 23 Stunden und 30 Minuten live. Und der Chat grüßt nochmal alle Leute hier im Video später. Und genau, wir machen so ein kleines Recap hier zum Schluss nochmal live aus dem Stream. Und ja, da werden wir euch zeigen, was ich alles so an Tag 1 und jetzt auch an Tag 2 geschafft habe. Ja, ich packe euch mal wieder rüber, Chat, ne? Ganz vorsichtig und da schreiben wir ein paar Hallo. Ja, hier schön. Hallo, Grüße. Nochmal schnell ins Video. Und genau, wir gucken drauf. Hier mein Account, der gute Dorzer in der Holzfällerhütte, ist hier am Start. Bin gerade auf Stufe 88, hat aber nicht viel auszusagen. Ich habe schon meinen kompletten zweiten Tag gespielt. Ja, gestern, Freitag war ja Tag 1, heute ist ja Tag 2 und ich musste meine Alu schon komplett durchspielen bis 13 Uhr, weil ich halt einen 24-Stunden-Stream gemacht hatte, von Freitag bis Samstag 13 Uhr. Und ja, jetzt habe ich noch 7 Stunden Zeit zum Pennen und muss dann abends um 20 Uhr dann wieder aufstehen, weil ich dann noch zur Nachtschicht muss. So, deswegen habe ich keine Zeit und musste schon meine komplette Alu vorher spielen. Sonst hätte ich noch mein Sammelalbum schön füllen können und so weiter und so fort, hätte noch ein paar Boni noch mehr rausholen können. Aber jetzt muss es leider so gehen. Ja, wie gesagt, Stufe 42 haben wir erreicht. Wir haben uns im Stream komplett nochmal zum Schluss neu equipped, haben hier überall Steine drin. 42 als Krieger, ja, geht besser, aber für mich ist es okay. Als unerfahrenen Server-Startspieler ist es, denke ich mal, akzeptabel irgendwo und ist halt eine Langzeitklasse. Deswegen, ja, denke ich mal, kann man das so stehen lassen. Ne? Wir haben einen 53er SA jetzt mittlerweile. Wie gesagt, es ist jetzt 13 Uhr, wo ich das gerade aufnehme. Und ja, das haben wir mit der Hilfe von der Community natürlich geschafft. Da gehen die Grüße auch nochmal raus an jeden Einzelnen, der da mitgeholfen hat. Wir haben sehr viele Items gefunden und konnten die dann als Community dann quasi zusammenfügen. Ne? Ich hatte ja den Serverstart zusammen mit Terra gestreamt gehabt von 16 Uhr bis knapp 1 Uhr morgens und von daher ja, habe ich die meiste Zeit eigentlich mit ihm zum Serverstart verbracht. Danach war halt noch Ignil von 1 bis 9 oder 10 Uhr bei mir noch gewesen. Grüße gehen da auch noch mal an der Stelle raus. Und ja, da waren wir noch die Nacht über auf seinen Account. Also wir haben die Nacht gut überwunden. Ne? Wir haben die Nacht überwunden wie Pflaster. Ja, denn Pflaster sind auch überwunden. Ja, der musste nochmal sein hier. Und wir gucken mal auf Platz 1. Ja, wir haben hier den Stepbro, aka Turor, der hier richtig am Eskalieren ist auf dem Server. Ja, der ist ja schon bekannt für den ein oder anderen Pilzeinsatz. Ne? Und ja, von den letzten Serverstarts hat man halt gesehen, dass er es halt kann. Und jetzt will er es nochmal so richtig wissen, hier auf W50 im vollen Potenzial, im vollen Umfang, hat er hier Stufe 200 erreicht, jetzt gerade um 12:34 Uhr. Hatte, glaube ich, schon vorher erreicht, irgendwann, keine Ahnung, vielleicht um 10, um 8 oder so. Und deswegen ist da auf jeden Fall noch mehr Potenzial nach oben. Ne? Und ich bin gespannt, ja, was hier noch alles an Potenzial rausgeholt werden kann aus dem Account. Ne, natürlich als Berserker startet er hier für die pure Dominanz. Ne, aber mal schauen, diese Leistung muss halt auch aufrechterhalten werden, wenn man wirklich auf Jahre den Account spielen will und irgendwann verschwindet halt der Berserker-Vorteil, den man am Anfang hat, gegen die ganzen ja, Kriegerklassen haben wir hier, dann haben wir einen Assassin haben wir hier am Start, dann haben wir noch einen Assassin. Und ja, noch ein paar Assassin-Kundschafter, auch ein paar, ganz nice. Battle Mage haben wir hier unten. AKA haben wir hier den ersten, glaube ich. Ne? Ist natürlich auch strong, Stufe 60 schon. Ist natürlich nicht so einfach. Zweimal AKA, ne, ist Anzeigefehler. Als Battle Mage sich zu behaupten. Ich bin gespannt, wie sich das nachher noch später entwickelt. Und ja, es sind auch ein paar von unserer Gilde hier mit dabei. Sergeant Dali ist hier noch mit am Start. Schöne Grüße. Und Stony und Kai Remix ist hier auch am Start aus der Holzfällerhütte.
das ist der Gildenname, der sich rauskristallisiert hat. Ne? Wie gesagt, für alle Leute, die im Stream dabei waren, werden es ja gesehen haben. Ansonsten guckt es euch gerne nochmal an. Absolut krass. Alle Wiederholungen sind aufgezeichnet. 2x12 Stunden knapp sind jetzt auf YouTube verfügbar. Und da habt ihr, denke ich mal, erstmal genug Content für die nächsten Tage auf jeden Fall. Hat mir auf jeden Fall auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze so zu streamen. Und es war halt jetzt auch mein erster 24er gewesen. Und das nur mit Shakes and Fidget. Pur Shakes and Fidget, 24 Stunden lang. So. Und das ist schon ziemlich, ziemlich krass, muss ich mal sagen. Wir haben teilweise gut, gelitten, sag ich mal, Igni und ich, als wir das Sammelalbum gefüllt haben um 4, 5 Uhr morgens. Da hatten wir dann beide keinen Bock mehr, weil wir hier dann wie die Zombies saßen und dann die ganze Zeit so. Ah nee, ist doch nicht das Item. Ja, und so ging das dann hier bestimmt, keine Ahnung, 5, 6 Stunden hier teilweise. Ne? Deswegen, das war eine leichte Down-Phase, gehört aber halt auch irgendwie zum Spiel dazu. Ne? Wer das eine will, muss das andere mögen, so, ne? Deswegen, Sammelalbum ist zwar nicht die schönste Aufgabe, aber wenn man damit einmal durch ist, dann hat man halt seine Ruhe und es ist halt enorm wichtig. Ja, ansonsten gucken wir nochmal in die Gilde. Wir haben jetzt momentan 276er Ritterhallenpunkte hier am Start. Ich habe jetzt einen 8-8er Ausbau und die Leute werden natürlich heute noch ein bisschen nachziehen, denke ich mal. Ein paar haben schon gespielt, aber viele noch nicht. Und deswegen bin ich gespannt. Wir haben auf jeden Fall einen soliden Serverstart als Gilde hingelegt, würde ich mal sagen. So, na klar, fühlt man sich gegen den Rest der Gilden hier wie so eine Geringverdiener-Gilde hier irgendwie, ne? Aber da wollen wir uns ja auch gar kein Beispiel dran nehmen. Das ist halt komplett jenseits von Gut und Böse so, ne? Genau, deswegen müssen wir auf jeden Fall uns trotzdem weiter durchschlagen und das werden wir auch, denke ich mal, tun. Denn jeder von uns hat Bock, jeder ist motiviert, hier lange zu spielen. Ne? Und der Igni hat sich tatsächlich auch für einen Dämonenjäger hier entschieden und betitelt sich hier als bester Dämonenjäger der Holzfällerhütte. Damit ist er auch der einzige Dämonenjäger der Holzfällerhütte. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Dein Witz ist aufgegangen. Ja, und ich bin gespannt. Mal gucken. Wir haben auch, glaube ich, hier sonst einen Dämonenjäger haben wir hier, glaube ich. Mal gucken, wo der erste Dämonenjäger kommt hier auf dem Server. Nee. Es sieht nicht so rosig aus. Ja. Ich kann auch gar nicht, ich weiß nicht. Kann schon sein, dass ich einen jetzt übersehen habe. Aber, Ich habe auch nicht mehr wirklich so das Auge dafür, muss ich sagen, jetzt nach 24 Stunden auf den Desktop schauen hier. Und vor allem dieses Sammelalbum, diese Einträge raussuchen, ne? Das ist halt, es ist halt wirklich sehr fordernd, sag ich mal, ne? Nicht nur der 24-Stunden-Stream alleine, sondern halt auch das, was du hier die ganze Zeit machen musst. Und SF ist halt zwar ein sehr ruhiges Spiel, aber du musst halt viel erzählen, so, ne? Damit du den Content auch spannend gestaltest, so einigermaßen so spannend wie es geht. Also das ist jetzt der erste, der mir hier aufgefallen ist. Dämonenjäger, der erste, auf 189. Okay, das denke ich mal,